Hallo liebe Zuschauer, ich bin's wieder, euer Andi. Herzlich willkommen auf dem Kanal von VfG Weapon Care zu einer neuen Folge über ein richtiges Schmankerl, ein Highlight, fast schon ein Sammlerstück. Wir haben heute hier den Kord Sky Marshal Kaliber 9 mm, 2 Zoll Lauflänge, richtiges Highlight. Wie immer der Hinweis, Waffe ist überprüft, Trommel ist leer, Sicherheit ist hergestellt. Wir können also ganz entspannt uns mit diesem Kord Revolver beschäftigen. Kaliber 9x19, 9 mm Para, 9 mm Luger, Pistolenmunition, randlos. Natürlich gibt es auch andere Revolver, die diese randlose Munition verschießen können. Dann aber in der Regel immer unter Zuhilfenahme von sogenannten Moon-Clips. Hier haben wir eine Riesenbesonderheit. Zum einen die angepasste Trommel und zum anderen der Auswerfer. Highlight dieses Auswerfers. Hier sind Stifte verbaut, die beim Ausziehen der Patronenhülsen oder der nicht abgeschossenen Patronen in die Rillen der Munition greifen und diese somit nach draußen heben. Für eventuelle Anbauten hat der Sky Marshal vorne eine Rail und hinter der Trommel eine Rail. Vorne das Korn ist starr, aber abnehmbar, hinten die Kimme in der Höhe verstellbar. Entwickelt und produziert wurde die Waffe aufgrund einer Ausschreibung der US-Behörden für die Air Marshals. Rahmen aus Aluminium und hier ist eingearbeitet ein Stoßboden aus Stahl. Gut, machen wir ihn sauber, den Sky Marshal von Kord im Kaliber 9x19. Ich brauche einen Pistolenputzstock, Trommelreiniger intensiv im Kaliber 357, 38 Spezial 9 mm. VfG Komfortreiniger im Kaliber 9 mm, VfG Intensivreiniger im Kaliber 9 mm, eine Messingbürste, den VfG Wischlängenstopp, Carbonentferner für die Trommel, Waffenöl, um den Lauf zu reinigen, PTFE und Keramiköl in Kombination für Stern und Trommel. Erster Schritt, wir brauchen den Pistolenputzstock, Deckel ab, die beiden Elemente raus, Wischlängenstopp mit dazu, das zweiteilige System zusammenschrauben, auf dem Griff, Deckel hinten wieder drauf und jetzt kommt der Wischlängenstopp zum Einsatz. Auf den Putzstock drauf und die Rändelmutter ab. 2 Intensivreiniger, um die Ablagerungen in der Kammer der Trommel auch ordentlich raufbürsten zu können. Erster Filz wird aufgeschraubt, zweiter Filz wird gesteckt und hier über die Rändelmutter gesichert. In diesem Fall ist die Trommel nicht werkzeuglos ausbaubar. Die muss gelöst werden. Die ist hier verschraubt. Ich habe mir sagen lassen, diese Schraube ist verklebt. Aus diesem Grund lassen wir sie auch drin und reinigen die Trommel im verbauten Zustand. Einstellen des Wischlängenstopps. Wichtige Sache, um nicht nach vorne über die Trommel rauszuschieben. Ich schiebe in eine Kammer beide Intensivreiniger, halte mit der Fingerspitze vorne dagegen und schiebe die ganze Sache so weit rein, bis der erste Filz vorne halb aus der Trommel guckt. Der Wischlängenstopp wird hinten bündig an die Trommel geschoben, mit dem Daumen fixiert und über die Sicherungsschraube festgezogen. Jetzt ist sichergestellt, dass ich mit dem Putzstock nicht nach vorne über die Trommel nach draußen gleite und hier irgendwelche Schäden fabriziere. Erster Schritt, jetzt kommt der Carbonlöser zum Einsatz. Ich nehme die erste Kammer, sprühe den Carbonlöser direkt in die Trommel und nehme ohne Wartezeit sofort den Intensivreiniger und beginne hier, und ihr hört es sehr schön, die erste Kammer zu putzen. Warum keine Wartezeit? Carbon Cleaner ist ein flüchtiges Produkt. Wenn der Carbon Cleaner aufgesprüht wird, beginnt er sofort diese Ablagerung, dieses Carbon anzulösen. Wartet man zu lange, trocknet die ganze Sache wieder aus und ich habe keinen Effekt mehr. Also Carbon Cleaner nicht auf den Filz, Carbon Cleaner direkt aufs Carbon und sofort beginnen zu reinigen, bevor er ausdunstet. Das Reinigen der Kammern mache ich jetzt Kammer für Kammer, bis sich diese Intensivreiniger locker und leicht in der Kammer schieben lassen. Ihr merkt es, dass das Ganze dann sehr geschmeidig geht. Eingangs quietscht es, eingangs geht es auch rucklig. Wenn sich die Ablagerungen aber gelöst haben, lässt sich das Ganze sehr weich und cremig ziehen. Nächste Kammer. Direkt einsprühen. Man merkt hier auch schon den Effekt sehr gut.
Nächste Kammer. Und das mache ich jetzt mit allen 6 Kammern. Was hier natürlich sehr gut angreift, ist das Messinggeflecht, diese feinen Messingfasern, die in den Intensivreinigern verbaut sind, in der Kombination mit dem Carbonreiniger. Das Ganze löst natürlich sehr schön an und ich muss das ganze Thema nicht wie eine Bürste komplett durch die Kammer schieben und provoziere hier oder riskiere hier auch keine Schäden auf der Vorder- oder Rückseite der Kammer durch die Begrenzung des Wischlängenstopps. Es wird wirklich da nur gereinigt, wo man reinigen soll und nicht außerhalb. Liebe Zuschauer, alle 6 Kammern komplett durchgereinigt. Guckt euch mal hier den Intensivreiniger an. Wir haben ja tatsächlich jede Menge an Carbonablagerungen rausgelöst. Tombak haben wir ja nicht drin, geht ja kein Geschoss durch die Kammer. Nächster Schritt, der Polygonlauf. Hierzu nehme ich die Rändelmutter vorne ab, mache beide Intensivreiniger ab, öffne den Wischlängenstopp und hole mir jetzt einen 9 mm Laufreiniger Comfort. Laufreiniger aufdrehen. Etwas Waffenöl schon jetzt auf dem Filz, gegen die Schussrichtung in den Lauf einführen und damit der nicht rausgeht, vorne im Rahmen, Finger gegenhalten, Putzstock nach vorne schieben und zwar so weit, bis die Spitze vorne rauszieht. Jetzt kommt der Wischlängenstopp wieder zum Einsatz. Bis ganz vorne an die Mündung. Den Wischlängenstopp wieder festziehen. Jetzt ist das ganze Thema eingestellt und den ersten Filz wieder zurück. Ich lasse das Ganze jetzt nach der Herstellervorgabe einwirken. Je nach Öl, was ihr verwendet, ein paar Minuten, zwischen 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Haltet euch hier an die Herstellervorgabe. In der Zwischenzeit mache ich den Intensivreiniger, den Comfortreiniger ab und ersetze diesen gegen 2 Intensivreiniger 9 mm. 2 Intensivreiniger vorne auf die Adapterspitze. Der erste wird auf das Holzgebinde aufgeschraubt, der zweite wird auf das metrische Gebinde gesteckt und mit der Rändelmutter vorne wieder gesichert. Um auch hier den Reibungswiderstand ein bisschen zu minimieren, Tropfen Öl drauf, macht mir die Sache leichter. Und wenn die Einwirkzeit rum ist, können wir auch schon beginnen, hier den Lauf, die Ablagerungen und hier haben wir auch Tombak mit drinnen in den Polygonzügen zu lösen und aufzurauen. Das wird hier relativ schwer gehen beim ersten Mal. Ihr seht aber wieder schön, der Wischlängenstopp begrenzt hier wieder den Putzstock. Es ist auch keine Gefahr hier, dass ich mit einer Spitze hier an dem Stoßboden gelange, mit dem Putzstock komplett hier durchrausche und hier innen irgendwas beschädige. Keine unwichtige Sache, diese kleine Scheibe hier drauf. Und das Ganze wird auch hier wieder hin und her gezogen. Man kann hier an die Mündung den Daumen legen, so merke ich, wenn der Filz kommt. Und ziehe den dann nach draußen. Das ist zwar nicht schlimm, weil ich beide Filze habe, ich werde hier nichts zerstören, muss aber nicht sein, muss ich nicht neu einfädeln. Und das Ganze ziehen wir jetzt so lange hin und her, bis sich das weich und geschmeidig zieht. Ihr merkt hier auch sofort einen Effekt. Zieht sich, schiebt sich gleichmäßig, sehr smooth. Auch hier die Messingfasern, die in dem Intensivreiniger verbaut sind, machen hier einen sehr guten Job. Die sind viel intensiver, da ist der Name Programm, wie das jede Messingbürste dieser Welt kann. Viel feiner verteilt, viel gleichmäßiger, kommt mehr und viel intensiver in die Ecken. Klasse Sache, finde ich gut, ist sehr, sehr schnell in der Reinigung. Man hört es auch. Die ganze Sache ist gleichmäßig und weich, soll es gewesen sein. Wir tragen jetzt noch mehr Öl ein, um nochmal die Ablagerungen zu lösen. Hierzu die Rändelmutter ab, beide Intensivreiniger ab. Ich nehme wieder den ersten Filz, mit dem ich schon Öl eingetragen habe. Es geht noch nicht ums Reinigen, wir wollen immer noch vorbereiten. Erster Filz, den wir schon verwendet haben, um Öl einzutragen, nochmal drauf, nochmal Öl drauf auf diesen Filz und diesen nochmal in den Lauf einschieben. Reinschieben, rausziehen, warten, wieder nach Herstellervorgabe, gebt der ganzen Sache 2, 3, 4, 5, 6 Minuten, holt euch einen Kaffee, raucht eine Zigarette, was auch immer. Das Öl hat jetzt die Möglichkeit, auf der aufgerauten Oberfläche Kapillareffekt nach unten zu sickern und jetzt diese angerauten Oberflächen wirklich zu packen und abzulösen, damit wir sie dann austransportieren können. Ich habe das Öl jetzt das zweite Mal eingetragen und das zweite Mal arbeiten lassen. Jetzt haben wir hier natürlich die Thematik bei einem Revolver mit einem Rahmen, dass wir mit einem Putzstock nicht in Schussrichtung reinigen können. Schwierige Sache. Putzstock scheidet hier aus. Gäbe eine Möglichkeit,
den leeren Putzstock von der Mündung Richtung Rahmen einzuführen, komplett durch, hier hinten die Filze aufzudrehen und nach vorne auszuziehen. Das ist unglaublich aufwendig. Darum verwende ich hier bei den Revolvern sehr, sehr gerne das Firearm Pocket Set. VFG-Adapter drauf, Rändelmutter drauf, gemanteltes Stahlseil. Wird vom Rahmen in Schussrichtung durchgezogen, immer nur mit einem Filz. Und das machen wir jetzt. Das ist übrigens spannend, das ist meine Schießstandkonfiguration, wenn ihr das seht. Ich war am Schießstand. Immer ein Firearm Pocket Set mit dabei, mit einem Filz drauf, ist ein Tropfen Öl drauf. Das ist jetzt ein 9 mm. Ich ziehe den ein-, zweimal schnell durch die Pistole. Im warmen Zustand, da habe ich nämlich die höchste Reinigungsleistung, die macht mir später das Leben leichter. Nichtsdestotrotz, der kommt weg. Einen frischen, sauberen, trockenen Filz in Schussrichtung. Ist natürlich jetzt schon putzig, wenn wir hier 2 Zoll Lauf haben. Reinziehen, durchziehen und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis der Filz sauber rauskommt. Aber wir haben nicht wirklich viel Schuss hier hinten drauf. Wir haben die meisten Ablagerungen tatsächlich in der Trommel, ist aber klar, was wir hier an Heißgasen nach hinten kriegen, schlägt sich natürlich in der Trommel nieder. Im Lauf, Polygon, ist tatsächlich nicht so viel Ablagerung drin. Bedeutet, das Ganze werden wir jetzt hier 2-, 3-mal machen müssen, vielleicht 4-mal, aber dann sind wir hier schon clean. Liebe Zuschauer, ein Filz zum Öleintrag, 2 um den Lauf sauber zu machen, wirklich viel war es nicht. Wir müssen uns jetzt aber noch um die Trommel kümmern, damit wir hier auch wieder ein bisschen Öl drin haben, weil die ganze Thematik haben wir über den Carbon Cleaner ja gereinigt. Das Thema ist jetzt absolut trocken und hat keinerlei Korrosionsschutz mehr. Um den hier einzubringen, bietet sich hier wieder der Pistolenputzstock an. Hier reicht ein Filz, vorne die Rändelmutter ab, ein Filz drauf. Der Filz wird jetzt, um sich auch anzulegen in der Trommel, die ist ja ein Stück weit größer wie 9 mm, ein bisschen härter hinten aufgedreht. Der Putzstock Adapter ist vorne konisch. Der Grund hierfür ist, um solche Problematiken zu lösen, es spreizt sich der Filz dann leicht nach außen auf. Es wird dann Durchmesservergrößerung geben und die können wir jetzt hier an der Trommel ganz gut brauchen, um Korrosionsschutz einzutragen. Leicht überdrehen. Waffenöl drauf und jetzt Kammer für Kammer, Finger vorne drauflegen, nicht durchschieben. Ihr könnt euch auch hier den Wischlängenstopp wieder einstellen. Da das aber jetzt keine Kraft braucht und ich ohne viel Aufwand den Filz vorne halten kann, spare ich mir das hier und mache diesen Filz ohne den Wischlängenstopp rein. Er wird nur so weit geschoben, dass er ein Stück weit vorne rausschaut, damit die Kammer auch wirklich komplett mit Öl versorgt ist und einen Korrosionsschutz hat. Okay, tipp-top Trommel. Wo wir jetzt noch ein Auge drauf werfen können, ist hier der Auswerfer. Vielmehr diese kleinen Spitzen, die beim Betätigen des Auswerfers in die Rillen der 9x19 greifen und diese nach oben ziehen. Das ist Technik, da kann Öl drauf. Hier empfehle ich, und das mache ich eigentlich nicht sehr oft, PTFE Keramik. PTFE in der Waffe, gibt es viele Meinungen dazu, ich äußere mich nicht. Keramik in der Waffe, ja, bei Gleitteilen, unbedingt kann man machen. Im Lauf bin ich kein sonderlicher Freund davon. Hier würde ich es auf alle Fälle empfehlen. Hier muss ein feines Öl rein, das mir nichts verklebt, nichts verklumpt. Und das 2-in-1 von Schletek, das ist eigentlich eine Trockenschmierung. Das heißt, alles was abtrocknet und trotzdem schmiert oder gleitende Oberflächen schafft, wird mir auch nichts anziehen. Alles was trocken ist, wird niemals Schmauch und Staub aufnehmen. Darum hier 2-in-1 Gun-Tuning, Keramik PTFE, aber weniger ist mehr. Tropfflasche bietet sich hier an, zeige ich euch ganz kurz. Hier gibt es eine Dosierspitze, gefällt mir gut. Ich habe es noch nicht probiert, aber wir werden jetzt gleich sehen, wie fein es sich hier dosieren lässt. Auszieher, nach oben drücken und jetzt, oh, es geht sehr fein. Punkt für Punkt auf jede Kralle einen kleinen Tropfen drauf. Dann bleibt hier die Funktion auch erhalten, ohne dass mir die Waffe von Öl geflutet ist. Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es 6 Stück. Alles, was an Öl jetzt hier drauf ist. Macht's weg. Lasst es vielleicht vorher arbeiten. Schwerkraft hilft. Ganze Sache einfach mal aufstellen. Die Mechanik bewegen, das Ganze ein bisschen drehen. So hat das Öl die Möglichkeit, auch in wirklich alle Ritzen zu fließen und sich komplett und gleichmäßig auf dem ganzen System zu verteilen, ohne dass ich zu viel hier auftrage. Ich mache das auch mal auf dem Kopf stehend.
Hier kann Öl, was zu viel ist, nach unten austropfen. Das Ganze wird auch immer leichtgängiger, immer feiner. Und allein, wenn ihr jetzt hier seht, was an Öl, überflüssigem Öl auf meinem Handschuh schon rausgelaufen ist und was wir hier jetzt oben sehen, wenn man es sieht. Hier sieht man, dass relativ viel Öl wieder nach außen gelaufen ist. Das ist alles Öl, was nicht im System sein muss. Das, was drin sein muss, hat sich schon verteilt durch das Bewegen, durch das Drehen. Und dieses Öl hier, dieses PTFE Keramiköl, machen wir auch mit dem Lappen wieder weg. Das Öl, was hier überflüssig ist, wie gesagt, mit dem Lappen abtragen. Auch unten hier an dem Auswerfer, an dem Dorn. Zu viel Öl ist nicht gut. Alles weg. Auf den Teilen, wo Öl gebraucht wird, hat es sich ja schon verteilt. So, ihr seht, überflüssiges Öl ist abgetragen. So sollte das am Ende des Tages aussehen. Alles weg, was zu viel genommen ist. Was zu viel draufgetragen ist. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Macht nur Sauerei, hat keinerlei Mehrwert. Konservierung für den Revolver, für den Rahmen außen. Es ist Aluminium, was sollte rosten? Nichtsdestotrotz ist es ganz charmant, vielleicht eine kleine, dünne Ölschicht aufzulegen. Hier braucht ihr keine schweren Öle, keine Öle, die einen sehr hohen Konservierungs- oder sehr hohen Rostschutz bieten. Hier reichen dünne Öle, dünnflüssige Öle, die mir die Waffe auch nicht glitschig machen. Und hier ist auch weniger wieder mehr. Ich verwende einen wirklich kleinen Ölfilm. Eigentlich wird die Waffe nur eingenebelt. Es ist wirklich nur ein kleiner Sprühstoß, um die Waffe einzunebeln. Es ist gar nicht viel, was ich hier an Öl aufsprühe. Das mache ich auch auf der anderen Seite. Diese kleinen Tropfen reichen hier schon, um den Korrosionsschutz zu haben, ohne die Waffe schmierig und nicht mehr händelbar zu gestalten. Dieser Auftrag wird mit einem weichen Lappen nur noch auf der Waffe verteilt. Und so haben wir einen lupenreinen, hervorragend gepflegten, schönen Revolver, an dem wir Spaß haben und lange Freude. Liebe Zuschauer, Single Action, Double Action, Abzug. Gewohnt, genial von Kord. Vorgespannt. Ich würde sagen, der Kord Sky Marshal ist ein Revolver, der in meinen Augen eigentlich mittlerweile ein Sammlerstück ist, weil er nicht mehr produziert wird, zumindest aktuell nicht. Wer die Möglichkeit hat, sich einen Kord Sky Marshal unter den Nagel zu reißen, tut das. Ich denke, er wird sicher aktuell schon erheblich teurer sein, als er das bei der Markteinführung war. Wer einen bekommt, kauft ihn euch, legt ihn euch in den Schrank. Das Ding macht Freude, kann man haben, die kleine Stupsnase. Ist vielleicht sogar eine kleine Kapitalanlage. Ich finde ihn wirklich klasse. Und nochmal, diese Abzugsthematik von den Kord-Revolvern. Single Action, Double Action. Genial. Liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir sind am Ende mit dem Sky Marshal der Firma Kord. Luger 9mm Para 9x19, kurze Trommel, ohne Moonclips zu schießen. Ich bin begeistert und weil ich so einen Spaß habe an dem ganzen Ding, Abzug. Ich kann es nur immer wieder sagen. Kord, gewohnt, klasse, im Single Action, im Double Action. Ich bin begeistert. Wenn es euch auch gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren, liken, teilen. Bis dahin bleibt sauber, euer Andi von VfG Weppenkerr.